Beim Anlegen ist es zentral, dass keine Klumpenrisiken entstehen. Wird ein einzelnes Risiko zu gross, ist das Portfolio nicht mehr gut austariert. Das kann zu unnötig grossen Verlusten führen. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Diversifikation ist absolut zentral beim Anlegen. Was im Casino Spass machen kann, solltest du beim Investieren vermeiden. Keine vernünftige Person, die Geld investiert, setzt alles auf eine Karte. Die meisten wollen eine möglichst gute Rendite bei möglichst wenig Risiko. Auch wenn du passiv, sprich in einen Index investierst, bist du nicht immer von Klumpenrisiken gefeit. In den vergangenen Jahren haben sich in verschiedenen Kapitalmärkten hohe Konzentrationen entwickelt. Nvidia, Apple und Microsoft sind in verschiedenen ETF stark gewichtet. Und wer nur in Schweizer Aktienmärkte investiert, verschiebt das Problem einfach und hat das höchste Exposure auf Novartis, Nestlé oder Roche. Jetzt denkst du vielleicht, mit mehreren Fonds bist du automatisch gut diversifiziert. Aber das muss nicht sein, weil der gleiche Titel kann in verschiedenen Fonds stecken. Es stellt sich in dem Fall die Frage, wie stark man gegenüber einem einzelnen Unternehmen exponiert ist. Das Gleiche gilt auch für Länder, Währungsräume und Wirtschaftssektoren. Solche Klumpenrisiken in einzelnen Produkten machen die Begrenzung von einzelnen Positionen noch relevanter. Um das Klumpenrisiko richtig zu beurteilen, musst du das gesamte Exposure anschauen, das du in den Aktien und Obligationen von diesem Unternehmen hast. Bei TrueWealth zeigen wir das kumulierte Exposure gegenüber jeder Firma an. Außerdem begrenzen wir das Risiko auch. Aktuell lassen wir nicht mehr als 15% Exposure auf ein einzelnes Unternehmen zu. Bei Obligationen ist die kumulierte Sicht besonders wichtig, weil oft verschiedene Anleihen vom gleichen Schuldner mit verschiedenen Laufzeiten im Umlauf sind. Ohne diese Sicht siehst du das Klumpenrisiko gar nicht. Auch bei sogenannten sicheren Schuldnern macht es Sinn, sich Limits zu setzen. Aktuell begrenzt TrueWealth zum Beispiel das Exposure gegenüber dem amerikanischen Staat als Schuldner auf maximal 35%. Ein weiteres Risiko, das man im Auge behalten sollte, ist das Exposure auf eine einzelne Währung. Dass zum Beispiel die USA ihre wachsenden Schulden nicht zurückzahlen, ist unwahrscheinlich. Plausibler ist, dass sie weginflationieren. Das würde den Dollar gegenüber dem Schweizer Franken abwerten mit entsprechenden Verlusten auf den ungesicherten Dollarpositionen. Weitere Kandidaten für Klumpenrisiken sind Konzentrationen auf einzelne Branchen und Regionen. Auch da setzt unser Risikomanagement sinnvolle Limiten. Wenn du mit unserer optimierten Strategie investierst, sind unsere Anlagelimiten sowieso eingehalten. Doch noch recht viele Kunden passen ihre Strategie nach eigenen Präferenzen an. Dabei zeigt unsere App, wie gut deine Strategie noch diversifiziert ist. Überschreitungen von unseren Exposure-Limiten werden nicht zugelassen. Das schützt dich vor zu grossen Ungleichgewicht. Verwaltest du dein Portfolio selber? Und wo setzt du die Grenzen zum Klumpenrisiken verhindern? Schreib mir ein E-Mail auf felix@truewealth.ch. Dann bis zum nächsten Mal.